Der große Buttertest 2026 ist da und die Ergebnisse sind ein echter Skandal. Wir haben die neuesten Laboranalysen ausgewertet. Die Ergebnisse werden euch schockieren. Eine weltberühmte Marke ist gnadenlos durchgefallen. Während ihr glaubt, ein reines Naturprodukt zu kaufen, zeigen die Daten eine ganz andere Realität. Bereitet euch auf die schockierende Wahrheit vor. Berühmte Marken werben mit Bergbauernmilch, doch im Labor wurden hohe Mineralölrückstände gefunden. Trotz Bestnoten im Geschmack gab es ein Ungenügend wegen gefährlicher Chemikalien. Wir entlarven diese Marken heute. Ist euer Brotbelag echte Natur oder ein verstecktes Giftdepot? Warum bleiben Geschmack und Farbe immer gleich, obwohl die Natur sich ändert? Industrielle Standardisierung. Und die Rechnung geht nicht auf 32 Millionen Tonnen Milch, aber nur 480.000 Tonnen Butter. Woher kommt das restliche Fett? Wird mit Milchpulver oder Billigfetten getrickst? Noch gefährlicher. MOSH und MOAH. Krebsverdächtige Mineralölrückstände aus Maschinen oder Verpackungen. Wir prüfen heute, welche Marken die Grenzwerte schamlos ausreizen. Wir testen die 15 beliebtesten Buttersorten. Wer ignoriert die Gefahr und wer ist ein echtes Heilmittel? Am Ende wartet der Heilige Gral, ein Produkt aus den Alpen. Deutlich günstiger als die Weltmarken, wirklich bio und absolut rein. Es wird euer Einkaufsverhalten verändern. Vertraut nicht der Werbung, sondern den Fakten. Und genau deshalb machen wir jetzt das Ranking, damit ihr nicht euer hart verdientes Geld für teures Marketing aus dem Fenster werft, sondern für echte Qualität. Schnappt euch ein Messer, wir schmieren uns jetzt die Wahrheit aufs Brot. Los geht's. Wir starten direkt mit einem Paukenschlag auf Platz 15. Und hier wird es für euch direkt ungemütlich. Wir sprechen über die Standardmarkenbutter von Penny und die bekannte Marke Ja. Wenn ihr diese Packungen im Regal seht, wirken sie unscheinbar, fast schon vertraut. Aber die Prüfer von Ökotest haben in ihrer großen Untersuchung, die Ende 2024 veröffentlicht wurde und bis heute als Referenz dient, Dinge gefunden, die eigentlich in einen Werkzeugkasten gehören und nicht auf euer Frühstücksbrot. Das Urteil war vernichtend, ungenügend. Und das ist die schlechteste Note, die man überhaupt vergeben kann. Der Grund für den Skandal: Mineralöl. Der Hauptgrund sind die Laborwerte für Mineralölrückstände. In der Ökotest-Ausgabe 12/2024 wurden speziell die sogenannten MOAH, Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons, unter die Lupe genommen. Jetzt fragt ihr euch sicher, wie kommt bitteschön Erdöl in meine Butter? Das passiert oft schon während der Produktion. Stellt euch riesige Maschinen vor, die tausende Tonnen Butter rühren und verpacken. Wenn diese Maschinen nicht perfekt gewartet sind oder billige Schmieröle verwendet werden, gelangen diese Rückstände direkt in das Fett der Butter. Auch Stiftung Warentest hat immer wieder darauf hingewiesen, dass die Verpackungsfolie, dieses typische Butterpapier, oft die Schwachstelle ist. Wenn die Folie mit Mineralölen bedruckt oder beschichtet ist, wandern die Stoffe direkt in das Produkt. Und da Butter fast nur aus Fett besteht, saugt sie diese Schadstoffe auf wie ein Schwamm. Was macht das mit eurem Körper? Wir wollen hier keine Panik verbreiten, aber wir müssen über die Fakten sprechen. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, EFSA, hat ihre Risikobewertung erst kürzlich wieder bestätigt. MOAH stehen im dringenden Verdacht, das Erbgut zu verändern und krebserregend zu sein. Es gibt für diese Stoffe laut Experten eigentlich keine sichere Menge. Der Wert sollte im Idealfall bei Null liegen. Bei der Butter von Penny und Ja war er aber laut den Testern stark erhöht. Dann gibt es noch die MOSH-Verbindungen. Diese reichern sich in euren Organen an, in der Leber, den Lymphknoten und sogar in der Milz. Euer Körper weiß schlichtweg nicht, wie er dieses Maschinenfett wieder loswerden soll. Es bleibt einfach in euch. Warum passiert das ausgerechnet hier? Es ist eine Frage des Preises. Um eine Butter für diesen extrem niedrigen Preis anzubieten, muss die Produktion massenhaft und schnell ablaufen. Das bedeutet weniger Zeit für aufwendige Reinigungsprozesse,
und oft auch billigere, schlechter beschichtete Verpackungsmaterialien. Wenn ihr also das nächste Mal vor dem Regal steht und denkt, ach, es sind doch nur 10 oder 20 Cent Unterschied zur teureren Variante, dann denkt bitte an diesen Testbericht und an eure Zellen. Diese minimale Ersparnis bezahlt ihr am Ende vielleicht mit eurer langfristigen Gesundheit. Für uns ist diese Butter ein absolutes No-Go. Lasst sie bitte stehen. Weiter geht's mit Platz 14 und dem nächsten Riesen im Regal, gut und günstig von Edeka. Man sollte meinen, bei so einer bekannten Eigenmarke ist alles sicher. Aber die Ergebnisse von Ökotest sprechen eine andere Sprache. Das Urteil? Mangelhaft. Warum diese schlechte Note? Wieder. Ist es das Mineralöl? Die Laboranalysen zeigten stark erhöhte Werte an MOSH. Das sind die Rückstände, die sich laut der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit, der EFSA, in euren Organen wie der Leber und den Lymphknoten anreichern können. Dazu kommt die fehlende Transparenz. Auf der Packung steht zwar Markenbutter, aber die Tester bemängelten, dass absolut nicht klar ist, ob die Kühe jemals eine Weide gesehen haben. Ihr bekommt hier also eine industrielle Massenbutter, die nicht nur bei den Inhaltsstoffen patzt, sondern auch beim Tierwohl keine Punkte sammelt. Unser Fazit: Auch wenn der Preis lockt, die Belastung mit Mineralölrückständen ist laut den aktuellen Tests einfach zu hoch. Wer sauber essen will, lässt diese Packung bei Edeka lieber liegen. Auf Platz 13 landen wir bei Milzani, der Hausmarke von Aldi. Viele von euch schwören auf Aldi, wenn es um Preis-Leistung geht. Aber bei der Butter müsst ihr jetzt ganz stark sein. In der großen Untersuchung von Ökotest sowie in den Updates von Anfang 2025 gab es für die Milsani-Butter nur ein Mangelhaft. Der Grund? Ihr ahnt es schon. Wieder wurde eine erhöhte Belastung mit Mineralöl, MOSH und MOAH, im Labor nachgewiesen. Aber es kommt noch ein Punkt dazu, der bei der Stiftung Warentest oft kritisiert wurde: der Geschmack. In Blindverkostungen wurde diese Butter oft als altmodisch oder leicht talgig beschrieben. Das liegt häufig daran, dass die Milch für diese Discounterpreise extrem schnell und in riesigen Mengen verarbeitet wird. Das feine Aroma der Sahne geht dabei völlig verloren. Kurz gesagt, Milsani ist zwar günstig, aber die Kombination aus Schadstoffbelastung und schwachem Geschmack macht sie zu einer schlechten Wahl für euren Frühstückstisch. Wir sagen Finger weg. Jetzt kommen wir zu einer Marke, die fast jeder von euch im Kühlschrank hat. Landliebe. Man verbindet damit sofort Tradition, blau-weiße Nostalgie und glückliche Kühe auf weiten Wiesen. Aber haltet euch fest. In der großen Ökotest-Analyse fiel die Landliebe-Butter krachend durch. Das Urteil? Mangelhaft. Der Vertrauensbruch im Labor. Warum? Weil die Laborwerte für Mineralöl MOAH hier ebenfalls deutlich zu hoch waren. Und das ist der Punkt, der uns richtig ärgert. Ihr zahlt im Supermarkt oft den doppelten Preis einer Discounter-Butter, weil ihr denkt, ihr kauft Reinheit und Qualität. Aber am Ende liefert Landliebe in puncto Schadstoffe schlechtere Ergebnisse ab als manche billige Eigenmarke. Ihr bezahlt hier also einen Premiumpreis für eine Belastung, die laut Experten krebserregend sein kann. Die Fütterungslüge. Aber es geht noch weiter. Die Tester haben auch das Thema Tierwohl und Transparenz bewertet. Bei Landliebe wurde kritisiert, dass nicht garantiert werden kann, dass die Kühe ohne gentechnisch verändertes Futter auskommen oder überhaupt Weidegang haben. Wisst ihr, was das bedeutet? Das Bild von der heilen Welt auf der Verpackung ist oft reine Fassade. In Wahrheit bekommt ihr hier industrielle Standardware, die in puncto Fettsäuren nicht besser dasteht als die billigste Butter im Regal. Es ist eine der größten Marketing-Illusionen im Kühlregal: außen Nostalgie, innen Labormängel. Ein echter Vertrauensbruch für jeden Kunden, der auf Tradition setzt. Deshalb landet diese Marke bei uns völlig zu Recht nur auf Platz 12. Wenn wir über Weihenstephan sprechen, dann sprechen wir über eine Marke, die sich selbst im obersten Regal ansiedelt. Das Design ist edel, der Preis ist oft gesalzen
Und der Name suggeriert jahrhundertelange bayerische Molkereitradition. Aber was sagen die Experten wirklich dazu? Das Ergebnis wird viele von euch enttäuschen. Weihenstephan landet bei uns nur auf Platz 11. Der Fehler im System. Die Inhaltsstoffe. Genau wie bei Landliebe gibt es auch hier ein massives Problem mit der Reinheit. In den Analysen wurden bei Weihenstephan Rückstände von Mineralöl MOSH gefunden. Für eine Butter, die sich als Premium bezeichnet, ist das eigentlich ein absolutes K.O.-Kriterium. Warum schafft es eine so große und teure Molkerei nicht, ihre Produktionslinien so sauber zu halten, dass kein Maschinenöl in das Endprodukt gelangt? Der Geschmackstest. Nur Durchschnitt? Aber es kommt noch ein Punkt dazu, der euch interessieren wird. Die Sensorik. Das Ergebnis? Sie schmeckt gut, aber eben nicht herausragend. Es gibt günstige Biomarken, die im Geschmackstest deutlich besser abgeschnitten haben, weil sie ein viel feineres Sahnearoma haben. Und dann die Sache mit der Streichfähigkeit. Habt ihr schon mal versucht, Weihenstephan direkt aus dem Kühlschrank zu streichen? Oft ist sie steinhart. Das deutet auf eine Fütterung hin, die wenig mit frischem Gras zu tun hat. Wer Premiumpreise verlangt, sollte auch bei der Fütterung der Kühe Premium-Standards setzen. Doch genau hier bleibt Weihenstephan oft vage. Unser Urteil. Ihr bezahlt hier extrem viel Geld für ein schickes Logo und eine blaue Verpackung. Doch bei den harten Fakten, Schadstofffreiheit und Tierwohl, liefert Weihenstephan nicht das ab, was der Preis verspricht. Eine klassische Marke, bei der ihr mehr für den Namen als für den Inhalt bezahlt. Aber eins noch. Wisst ihr, was fast noch schlimmer ist als die Schadstoffe in der Butter? Das, was in vielen Flaschen im Olivenölregal schlummert. Wenn ihr denkt, dass extra Vergine immer gesund bedeutet, dann müsst ihr euch unbedingt unser Video zum großen Olivenöl-Ranking anschauen. Da haben wir nämlich aufgedeckt, warum manche Öle aus dem Supermarkt eigentlich gar nicht mehr für den menschlichen Verzehr geeignet wären und welche Marke dort das absolute Premium Gold ist. Klickt jetzt hier oben in die Infokarte oder auf das Video am Ende, wenn ihr nicht wollt, dass eure nächste Pfanne voll mit Chemie landet. Weiter geht's mit Platz 10 und einer Marke, bei der wir alle sofort die Melodie der Werbung im Kopf haben. Frau Antje. Seit Jahrzehnten wird uns verkauft, dass dies das Beste aus Holland sei. Aber wenn wir uns die nackten Fakten aus dem aktuellen Ökotest-Jahrbuch anschauen, dann bröckelt die Fassade der Frau mit den Holzschuhen gewaltig. Die Laborergebnisse nur Durchschnitt. Das Urteil der Experten ist ernüchternd. In den Tests wurde Frau Antje meistens nur mit einem befriedigend bewertet. Warum ist das so? Während die Marken auf den Plätzen 15 bis 12 wegen massiver Mineralölbelastung komplett durchgefallen sind, ist Frau Antje zwar sauberer, aber eben nicht rein. Die Tester fanden immer noch Rückstände von MOSH, gesättigten Kohlenwasserstoffen. Das sind diese Stoffe, die euer Körper wie einen Vorrat speichert, weil er sie nicht abbauen kann. Für eine Butter, die sich als Premium-Marke präsentiert, ist das einfach zu wenig. Und dann die Sache mit der Sommerfarbe. Ein ganz wichtiger Punkt für euch. Habt ihr euch mal gefragt, warum diese Butter das ganze Jahr über so auffällig gelb ist? Holland hat eine extrem intensive Landwirtschaft. Aber die Experten haben festgestellt, dass hier oft beim Thema Farbe nachgeholfen wird. Wenn die Kühe im Winter kein frisches Gras fressen, wird die Butter eigentlich blass. Bei Frau Antje wird oft mit Beta-Carotin gearbeitet, um euch vorzugaukeln, es wäre Weidequalität. Ihr kauft also eine Optik, die im Labor entstanden ist. Nicht auf der Wiese. Tierwohl, viel Schein, wenig Sein? Das größte Problem auf Platz 10 ist die Transparenz. Es wird kritisiert, dass bei Frau Antje kaum nachvollziehbar ist, wie viel Weidegang die Kühe wirklich haben. Holland hat viele Hochleistungsmolkereien, in denen die Kühe oft in riesigen Ställen stehen. Das passt so gar nicht zu dem Bild der kleinen Farm, das uns die Werbung verkauft. Unser Fazit zu Platz 10. Frau Antje ist kein Gift auf dem Brot, aber sie ist eben auch weit davon entfernt, die Beste zu sein. Ihr zahlt hier für das Holland-Gefühl, bekommt aber eine industrielle Massenbutter. Wer wirklich wissen will, was er isst, sollte weiter oben im Ranking schauen.
Für uns ist Frau Antje die Definition von Durchschnitt, nicht mehr und nicht weniger. Weiter geht's mit Platz 9 und einer Marke, bei der das Marketing fast schon ein Versprechen für Frische ist. Meggle. Wenn man das berühmte Logo mit dem Kleeblatt sieht, denkt man sofort an das Alpenpanorama und die berühmte Alpenbutter. Aber im harten Check zeigt sich, Alpenidylle allein reicht nicht für einen Spitzenplatz. Das Laborurteil: keine Gefahr, aber auch keine Perfektion. Hier gibt es erstmal eine gute Nachricht. Meggle ist deutlich sauberer als die Marken am Ende unserer Liste. Die krebserregenden MOAH-Werte waren hier kein kritisches Thema. Das zeigt uns, Meggle hat ihre Maschinen im Griff. Und jetzt kommt der Grund für Platz 9. Bei den MOSH-Rückständen fanden die Tester immer noch Werte, die zu Punktabzügen führten. Diese Stoffe reichern sich, wie wir gelernt haben, in euren Organen an. Für eine Butter im gehobenen Preissegment ist das einfach schade. Es ist, als würde man ein schönes Auto kaufen, das aber im Innenraum immer noch nach Fabrik riecht. Es ist nicht gefährlich, aber eben auch nicht rein. Die Alpenfrage: Was steckt wirklich drin? Meggle nennt sie Alpenbutter. Das klingt toll, aber für euch ist wichtig zu wissen, das ist ein sehr dehnbarer Begriff. Es bedeutet nicht zwangsläufig, dass die Kühe auf saftigen Almwiesen Kräuter fressen. In den Tests wurde bemängelt, dass die Transparenz über die Fütterung nicht auf dem Niveau der Topmarken liegt. Geschmack und Konsistenz. Im Geschmackstest wird Meggle oft als sehr mild und unauffällig beschrieben. Das ist okay, wenn ihr eine Butter wollt, die den Belag nicht übertönt. Aber für echte Kenner, die diesen tiefen, sahnigen Geschmack suchen, ist Meggle oft eine Spur zu flach. Auch bei der Streichfähigkeit landet sie nur im Mittelfeld. Sie ist oft sehr fest, was auf einen hohen Anteil an gesättigten Fettsäuren aus der Stallfütterung hindeutet. Unser Fazit zu Platz 9. Meggle ist eine grundsolide Wahl, wenn ihr die schlimmsten Schadstoffe vermeiden wollt. Sie ist das sichere Mittelfeld. Aber sie ist eben auch ein Massenprodukt. Ihr bekommt hier eine industriell einwandfreie Butter, aber eben kein Premium-Naturprodukt mit Tiefgang. Meggle ist okay, aber kein Highlight. Weiter geht's mit Platz 8. Und jetzt müssen wir über die wahrscheinlich umstrittenste Butter im gesamten Kühlregal sprechen. Kerrygold. Kaum eine Marke hat so treue Fans wie die Butter aus Irland. Und man muss ehrlich sein, wenn man die Packung öffnet, sieht man sofort dieses intensive Goldgelb. Und die Streichfähigkeit ist legendär. Aber wir schauen heute hinter das grüne Marketingversprechen von den glücklichen Kühen auf der Insel. Der Laborschock: Reinheit gegen Image. In den großen Untersuchungen von Ökotest und den Langzeitchecks von Stiftung Warentest gab es für Kerrygold immer wieder einen Dämpfer. Das Urteil lautete oft nur befriedigend oder sogar ausreichend. Warum? Weil die Tester auch hier auf das Thema Mineralöl gestoßen sind. Es wurden Rückstände in der typischen Goldfolie gefunden, die in das Fett der Butter übergegangen sind. Es ist fast tragisch. Da hat man diese hochwertige Milch aus Weidehaltung, aber am Ende scheitert es an der Verpackung oder dem Produktionsprozess. Und dann die Weidewahrheit. Kerrygold wirbt mit 300 Tagen Weidehaltung. Das klingt für uns nach Freiheit pur. Aber Experten kritisieren, dass die Kriterien für dieses Siegel nicht so streng sind, wie sie sein könnten. Im Winter müssen auch die irischen Kühe zugefüttert werden. Und hier wird es knifflig. In der Vergangenheit gab es Diskussionen über Glyphosat-Rückstände im Futter. Wer also denkt, er kauft hier 100% unberührte Natur, der wird durch die Laborergebnisse leider eines Besseren belehrt. Geschmacklich eine 1, aber in der Sensorikprüfung landet Kerrygold regelmäßig ganz vorne. Sie schmeckt aromatisch, sie ist sahnig, sie ist perfekt. Wer nur nach dem Geschmack geht, müsste sie auf Platz 1 setzen. Unser Fazit zu Platz 8. Kerrygold ist ein Paradoxon. Sie ist die leckerste Butter für viele. Aber im Labor zeigt sie Schwächen, die man bei diesem Preis nicht erwarten würde. Die Belastung mit Mineralölrückständen aus der Verpackung ist ein Problem, das die Marke einfach nicht in den Griff bekommt. Deshalb reicht es bei uns trotz des tollen Geschmacks nur für Platz 8.
Wir wollen eine Butter, die nicht nur gut schmeckt, sondern auch im Labor eine weiße Weste hat. Leute, mal kurz Hand aufs Herz. Hättet ihr gedacht, dass ausgerechnet die großen Namen so schlecht abschneiden? Wenn euch dieser Deep Dive gefällt und ihr wollt, dass wir weiterhin die Wahrheit über unsere Lebensmittel aufdecken, dann lasst jetzt unbedingt ein Abo da und gebt dem Video einen Daumen nach oben. Das hilft dem Algorithmus extrem, diese wichtigen Infos an mehr Leute zu verteilen. Weiter geht's mit Platz 7 und einer Marke, die zeigt, dass es auch ohne Biosiegel richtig gut gehen kann: Berchtesgadener Land. Die konventionelle Alpenbutter in der Packung. Hier verlassen wir langsam die Problemzone und kommen zu den Produkten, die wir euch guten Gewissens empfehlen können. In den Untersuchungen schneidet diese Genossenschaftsmolkerei regelmäßig stark ab. Warum ist diese Butter besser? Der größte Pluspunkt ist die Reinheit. Während die großen Namen davor massiv mit Mineralöl zu kämpfen hatten, zeigt das Labor hier: Es geht auch sauber. Die Werte für MOSH und MOAH sind hier unauffällig oder gar nicht nachweisbar. Das liegt vor allem daran, dass die Molkerei extrem hohe Standards bei ihren Maschinen und der Verpackung setzt. Tierwohl und Fütterung. Was Berchtesgadener Land von der Masse abhebt, ist die faire Bezahlung der Bauern und das Verbot von Totalherbiziden wie Glyphosat auf den Wiesen. Auch wenn das hier noch nicht die Bio-Variante ist, merkt man die Qualität. Die Butter hat ein tolles natürliches Aroma und eine super Streichfähigkeit, die weit über dem Durchschnitt liegt. Unser Fazit: Platz 7 ist unser Tipp für alle, die eine ehrliche, saubere Butter suchen, aber nicht den vollen Biopreis zahlen wollen. Hier stimmt das Verhältnis zwischen Laborwerten, Geschmack und dem Umgang mit den Landwirten. Ein echtes Qualitätsprodukt aus den Alpen. Weiter geht's mit Platz 6. Und jetzt kommen wir zu dem Produkt, das für viele der absolute Preis-Leistungskracher ist. Moserrot Bio-Butter von Aldi, oft auch unter der Marke Gut Bio zu finden. Das Spannende hier: Während die teuren Premium-Marken auf den hinteren Plätzen oft wegen Mineralöl durchgefallen sind, zeigt Aldi mit seiner Bioschiene, wie es richtig geht. In den aktuellen Untersuchungen schneidet die Bio-Butter von Aldi regelmäßig mit Gut ab. Warum ist sie so weit vorne? Der Hauptgrund ist die Reinheit. Im Gegensatz zur konventionellen Aldi-Butter, der Milsani, die im Labor enttäuschte, ist die Bio-Variante fast immer frei von kritischen MOAH-Rückständen. Das liegt an den strengeren Kontrollen und saubereren Produktionswegen, die für das Biosiegel vorgeschrieben sind. Ihr bekommt hier also für einen wirklich fairen Preis eine Butter, die euren Körper nicht mit unnötigen Schadstoffen belastet. Tierwohl und Qualität. Zusätzlich punktet Moserrot beim Thema Tierwohl. Da es sich um Bio-Qualität handelt, haben die Kühe garantiert mehr Platz und Weidegang als bei der Standardkonkurrenz. Das schmeckt man auch. Die Experten loben das frische, sahnige Aroma, das deutlich natürlicher rüberkommt als bei den industriellen Mittelfeldmarken. Unser Fazit: Platz 6 ist der Geheimtipp für alle, die auf ihr Budget achten müssen, aber keine Kompromisse bei der Gesundheit machen wollen. Sie ist die erste Butter in unserem Ranking, bei der wir sagen: Hier könnt ihr bedenkenlos zugreifen. Saubere Inhaltsstoffe treffen auf einen unschlagbaren Preis. Weiter geht's mit Platz 5. Und hier müssen wir über eine Marke sprechen, die für viele das pure Bio-Gewissen verkörpert: Alnatura. Wer bei Alnatura kauft, erwartet höchste Reinheit. Doch wir müssen ehrlich zu euch sein: Selbst bei den Guten gibt es Unterschiede. In der großen Untersuchung zeigt sich ein geteiltes Bild, das ihr unbedingt kennen müsst. Der Laborcheck: Warum nur Platz 5? Alnatura landet bei uns auf Platz 5, weil sie in puncto Schadstoffe deutlich besser abschneidet als die konventionellen Riesen wie Landliebe oder Weihenstephan. Die gefährlichen MOAH-Werte sind hier kein Thema. Aber in einigen Chargen der Süßrahmbutter wurden Spuren von MOSH gefunden. Das ist zwar bei weitem nicht so kritisch wie bei den hinteren Plätzen, verhindert aber den Sprung ganz nach oben aufs Treppchen. Sensorik. Ein kleiner Dämpfer. Interessant ist das Urteil der Stiftung Warentest zum Geschmack. Während viele die Butter lieben,
gab es für die Süßrahm-Variante Punktabzug, weil sie den Experten manchmal einen Tick zu alt oder unrein schmeckte. Das liegt oft an den natürlichen Schwankungen bei Bioprodukten. Wer aber die Alnatura Sauerrahmbutter wählt, bekommt ein echtes Geschmackserlebnis mit feiner Säure. Tierwohl, die wahre Stärke. Wo Alnatura aber alle anderen bisherigen Plätze schlägt, ist das Tierwohl. Hier wisst ihr zu 100%, dass die Kühe ökologisch gefüttert werden und Weidegang haben. Alnatura setzt zudem auf faire Preise für die Bauern, was wir absolut unterstützen. Unser Fazit zu Platz 5. Alnatura ist eine sehr gute Wahl, wenn euch die Umwelt und faire Landwirtschaft wichtig sind. Sie ist um Längen sauberer als die Industriebuttermarken, aber für die absolute Perfektion im Labor reicht es diesmal nicht ganz für die Top 3. Trotzdem, eine klare Empfehlung für euer Frühstücksbrot. Weiter geht's mit Platz 4 und einer Marke, die jeder kennt, der regelmäßig im Bioladen einkauft. Denry. Während viele konventionelle Marken bei den Schadstoffen komplett versagt haben, zeigt Denry, warum Bioqualität oft den entscheidenden Unterschied macht. In den großen Analysen landet diese Butter ganz weit vorne. Der Vorteil im Labor: was Denry so stark macht, ist die Abwesenheit der gefährlichen MOAH-Werte, die uns bei den hinteren Plätzen so erschreckt haben. Auch wenn minimale Spuren von MOSH gefunden wurden, liegt Denry weit unter den kritischen Grenzwerten. Das gibt euch die Sicherheit, dass ihr hier ein Naturprodukt esst und kein Nebenprodukt aus der Maschinenhalle. Geschmack und Qualität. Bei der Stiftung Warentest punktet die Denry Bio-Butter vor allem durch ihr reines, rahmiges Aroma. Sie schmeckt so, wie Butter früher geschmeckt hat, nach frischer Sahne und ohne künstliche Beigeschmäcker. Auch die Streichfähigkeit wird gelobt, was auf eine hochwertige Fütterung der Kühe mit viel Gras und Heu hindeutet. Unser Fazit: Denry ist die perfekte Wahl für alle, die eine zuverlässige Bio-Butter suchen, die in jedem Biomarkt verfügbar ist. Sie ist sauber, sie ist ehrlich und sie schmeckt fantastisch. Weiter geht's mit Platz 3. Und hier kommen wir zum absoluten Helden der letzten Jahre, wenn es um das Thema Schadstoffe geht: der gläsernen Molkerei. Wenn ihr euch fragt, welche Butter ihr kaufen sollt, wenn ihr gar kein Mineralöl in eurem Essen wollt, dann ist das hier eure Antwort. Während fast alle anderen Marken bei Ökotest krachend durchgefallen sind, war die Bio-Fassbutter der gläsernen Molkerei das einzige Produkt, das mit gut bewertet wurde. Warum ist sie auf Platz 3? Die gläserne Molkerei hat etwas geschafft, was scheinbar für Weinstefan, Landliebe und Co. unmöglich war: eine Produktion, die so sauber ist, dass die Labore keine Mineralölrückstände finden konnten. Das traditionelle Verfahren: diese Butter wird als Fassbutter hergestellt. Das ist ein langsameres, handwerklicheres Verfahren als bei der Turbo-Industriebutter. Das sorgt nicht nur für Reinheit, sondern auch für einen unvergleichlichen Geschmack. Ein riesiger Pluspunkt ist die Verpackung. Die gläserne Molkerei verzichtet oft auf die typische Aluminiumverbundfolie und nutzt stattdessen spezielles Pergamentpapier. Das verhindert, dass Schadstoffe aus der Verpackung in das Fett wandern. Echtes Tierwohl. Die Kühe stehen hier oft deutlich länger auf der Weide, als es das Biosiegel ohnehin schon vorschreibt. Wir reden hier von echtem Weidegras, und das schmeckt man in jedem Gramm. Unser Fazit: die gläserne Molkerei ist die Butter für die Puristen unter euch. Wer maximale Transparenz und ein absolut reines Gewissen im Labor will, kommt an dieser Marke nicht vorbei. Sie ist der Beweis, dass Bio und Handwerk keine leeren Marketingfloskeln sein müssen. Kommen wir zur absoluten Elite und unserer Silbermedaille. Platz 2. Berchtesgadener Land Bio-Alpenbutter. Wenn es eine Marke gibt, die bei Genießern fast schon Kultstatus hat, dann ist es die Bio-Variante in der markanten blauen Packung. In den großen Tests landet sie regelmäßig auf dem Treppchen. Und das aus verdammt guten Gründen: der Omega-3-König im Kühlregal. Was diese Butter so besonders macht, ist das, was die Kühe auf den Almen fressen. Durch den hohen Anteil an frischem Gras und Kräutern hat diese Butter im Labor einen extrem hohen Gehalt an wertvollen Omega-3-Fettsäuren gezeigt. Das ist nicht nur gesund, sondern sorgt auch für eine natürliche goldgelbe Farbe
und eine Geschmeidigkeit, die man bei industrieller Stallbutter vergeblich sucht. Sauberkeit und Ethik auf höchstem Niveau. Laborurteil: Während die Konkurrenz auf den hinteren Plätzen im Mineralöl versinkt, ist die Bio-Alpenbutter makellos sauber. Keine MOAH, keine kritischen Rückstände. Dazu kommt Naturland Fair. Diese Butter ist doppelt zertifiziert. Sie erfüllt nicht nur die strengen Ökostandards, sondern garantiert den Bauern auch einen der höchsten Milchpreise in ganz Deutschland. Wer diese Butter kauft, unterstützt aktiv den Erhalt der bäuerlichen Landwirtschaft in den Alpen. Unser Fazit zu Platz 2. Berchtesgadener Land Bio ist die Butter für alle, denen Qualität über alles geht. Sie ist geschmacklich für viele die Nummer 1 und ethisch absolut vorbildlich. Dass es nicht ganz für den Thron gereicht hat, liegt nur an einem einzigen Konkurrenten, der dieselbe Reinheit zu einem noch besseren Preis bietet. Und hier ist er, der unangefochtene Champion und unsere Nummer 1. Platz 1, Rewe Bio. Es ist die größte Überraschung im gesamten Test. Während man bei teuren Luxusmarken oft für Schadstoffe mitbezahlt, liefert Rewe mit seiner Eigenmarke das perfekte Gesamtpaket ab. Im aktuellsten Vergleich lässt diese Butter die gesamte Konkurrenz hinter sich. Warum ist sie der unangefochtene Testsieger? Das Geheimnis von Rewe Bio ist die Kombination aus maximaler Reinheit und einem Preis, der zeigt: Top-Qualität muss nicht unbezahlbar sein. Laborcheck: In den Untersuchungen der Stiftung Warentest und von Ökotest war diese Butter eines der saubersten Produkte auf dem Markt. Keine gefährlichen Mineralöle, MOAH, keine Rückstände von Reinigungsmitteln. Einfach nur reine Bioqualität. Ethischer Vorsprung: Die Butter trägt das Naturland-Siegel. Das ist deutlich strenger als das Standard-EU-Bio-Siegel. Es garantiert mehr Platz für die Tiere, ökologische Fütterung ohne Pestizide und faire Bedingungen für die Landwirte. Der Preis-Leistungssieg: Ihr bekommt hier eine Qualität, die Marken wie Weinstefan oder Landliebe, die im Test oft schlechter abschnitten, alt aussehen lässt. Und das für deutlich weniger Geld. Geschmack und Konsistenz: Die Prüfer beschreiben den Geschmack als frisch-rahmig mit einer optimalen Streichfähigkeit. Ob auf dem frischen Krustenbrot oder zum Backen, diese Butter bringt genau das Aroma mit, das man von einem echten Naturprodukt erwartet. Unser Fazit zum Sieg: Rewe Bio beweist, dass gesundes Essen und echtes Tierwohl keine Nischenprodukte für Gutverdiener sein müssen. Sie ist der Beweis, dass eine Eigenmarke die großen Player locker in den Schatten stellen kann, wenn die Qualität stimmt. Wer die sicherste, fairste und günstigste Premium-Butter will, greift hier zu. Unser verdienter Testsieger 2026. So, jetzt kennt ihr die nackte Wahrheit über das deutsche Butterregal. Aber ich habe euch am Anfang etwas versprochen. Den 60-Sekunden-Check, mit dem ihr eure Butter zu Hause sofort entlarven könnt. Nehmt ein Glas mit wirklich heißem, fast kochendem Wasser und lasst einen Löffel eurer Butter hineinfallen. Rührt kurz um und beobachtet genau, was passiert. Erstens die reine Butter. Sie schmilzt sofort und bildet an der Oberfläche große, klare, goldgelbe Fettaugen. Das Wasser darunter bleibt weitgehend klar. Das ist das Zeichen für reines Milchfett ohne Zusätze. Zweitens die Laborbutter. Wird das Wasser milchig trüb, bilden sich oben keine klaren Fettaugen, sondern eher ein schmieriger, weißlicher Film, dann habt ihr ein Problem. Das zeigt nämlich, dass Emulgatoren oder künstliche Bindemittel im Spiel sind, die das Fett mit dem Wasser zwangsmischen. Bei echter Butter haben diese Stoffe absolut nichts zu suchen. Wenn eure Butter diesen Test besteht, dann habt ihr wirklich Qualität auf dem Messer. Wenn nicht, dann wisst ihr jetzt, warum sie so verdächtig günstig war. Mein abschließender Rat für euren nächsten Einkauf: Lasst euch nicht von goldenen Folien oder Bildern von glücklichen Kühen blenden. Wie ihr gesehen habt, patzen gerade die teuren Traditionsmarken wie Landliebe oder Weinstefan massiv beim Thema Mineralöl. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, greift zu den Bio-Testsiegern, allen voran Rewe Bio oder die gläserne Molkerei. Euer Körper und euer Immunsystem werden es euch danken. Jetzt seid ihr dran. Welche Butter landet bei euch im Einkaufswagen? Habt ihr eine der Mineralölmarken im Kühlschrank? Schreibt es mir sofort in die Kommentare.
Ich bin gespannt, ob ihr genauso schockiert seid wie ich. Und wenn ihr wissen wollt, welche Lebensmittel im Supermarkt noch eine echte Mogelpackung sind, dann lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke. Wir decken hier jede Woche auf, was die Industrie vor euch verstecken will. Bleibt gesund, esst vernünftig und wir sehen uns im nächsten Video.